Jo, herzlich willkommen zu Tutorial Nummer 9 für Skyrim. Mein letztes 夜バスクル Tutorial の ist 同 schon 胞 wieder eine 団は Ewigkeit 多 her. くの Da 戦士 ging にとっ es て darum, 憧れね。 Ausrüstung maximal zu verbessern. Und da reiht sich die heutige Folge auch ein, denn ich möchte euch zeigen, wie man bin immer noch da. eine Rüstung verändern kann. Und ja, das Szenario ist folgendes: Ein Modder hat eine wunderbare Rüstung ホワイトラ erstellt. ンはスカイリ Diese ム ist の aber 中心 nicht 都市だけあって herstellbar und 豊か kann だわ。 auch あとは an der 一点 Werkbank 使い hier 放題 nicht の花には verbessert bin werden. immer noch da. Eva hat diese Rüstung gerade an. Es wäre schön, wenn die mir nicht dauernd dazwischen quatschen würden alle. Also da kann ich jetzt nichts dran ändern. Und ja, Eva hat die Teile an. Mod Sit Add-on, Armor, Gloves. Habe ich irgendwas, was ich hier inzwischen geben kann? Nee, habe ich nicht. Macht nichts. Sie hat ja Unterwäsche an. Geht Das ihr geht schon in voran. Ordnung. Und ja, also lass mich mal dahin. Hallo, ich muss das dem Publikum erklären. So, die hier kann ich inzwischen verbessern. Das habe ich schon verändert. Aber wie ihr seht, sind die anderen 3 Teile noch nicht verbesserbar. Bin immer noch Das da. ist bedauerlich, weil so bleiben die auf Rüstungslevel 20. Und darum zeige ich euch jetzt, wie man das ändern kann, wie ich das bei den Handschuhen Ich schon gebe gemacht euch habe. Deckung. Herstellbar sind sie auch nicht. Ich zeige euch das mal. Herstellbar ist bisher jetzt nur das eine, das ich bereits modifiziert habe. Das bedarf 2 Lederstreifen und Honigfarbe. Das habe ich so definiert, weil ich davon ausgehe, dass der Glanz dieser Handschuhe ja irgendwo herkommen sollen. Die sind also eingewachsen für mein Verständnis und deswegen Honigfarbe. Jo, und hier am arkanen Verzauberer schaut die Situation wie folgt aus. Sie sind als Gegenstand auswählbar. Auch die, die ich noch nicht verbessert habe, also verzaubern könnte ich sie wohl. Bloß das Problem ist, wenn ich sie dann verzaubert habe und dann irgendwann mal die Verzauberung zu schwach ist, weil wir im Level fortschreiten und ich sie nicht herstellen kann und nicht Bin verbessern immer noch kann, da. dann ja, nutzt mir das Teil herzlich wenig. Deswegen habe ich bisher auch diese Rüstung nicht mit meinem Avatar getragen, sondern nur mit meinen Begleitern. Und das lässt sich ändern. Und wie sich das ändern lässt, zeige ich euch jetzt. Zunächst einmal braucht ihr natürlich das Skyrim Construction Kit. Das bekommt ihr in Steam. Das geht sogar extrem einfach. Sucht euch euer Spiel aus, in dem Fall Skyrim. Dann auf Spiele, Tools. Sucht das Creation Kit raus, rechtsklicken. Und dann in eurem Fall, wenn ihr das noch nicht habt, müsst ihr es erst installieren. Müsst ihr mal gucken, was da steht. Download, installieren. Ich weiß jetzt nicht mehr, was da stand. Bei mir steht jetzt hier schon bereit zum Spielen. Ich könnte das jetzt hier starten. Oder aber ich mache das über den Desktop. Wenn ihr den Creation Kit dann schließlich gestartet habt, also ich mache es gern Fenster groß, damit ich hier die Namen gescheit sehen kann, dann geht ihr auf dieses Symbol, auf Öffnen also, dann sucht ihr nach eurem Add-on, das ist bei mir jetzt in diesem Fall Modsit Kara ESP, Doppelklick, Set als Active File, okay. Und das tun wir jetzt alles bestätigen. Wenn wir es abbrechen, funktioniert es nicht. Also die Meldung braucht da gar nicht lang durchlesen, das lohnt sich nicht. Ich mache das mal im Zeitraffer. So, dann habt ihr irgendwann diesen Bildschirm hier. Und jetzt müsst ihr nach eurem Add-on suchen, zum Beispiel nach Mod. Und dann seht ihr schon, hier heißt XX Mod Gloves, Cuirass, Boots und Add-on. Damit wisst ihr schon mal, wie das Zeug heißt.
Gut, das ist hilfreich. Das müsst ihr euch merken oder notieren, wenn ihr euch das nicht merken könnt. Dann geht ihr unter Armor Add-on. Ihr wisst jetzt, wie das Zeug heißt. Da sucht ihr das Zeug jetzt mal raus. Hier, da haben wir sie. Da könnt ihr mal einen Blick drauf werfen. Also das das ist das eigentliche Teil. Das schaut dann so aus, wenn ich es doppelklicke. Das sind ein Haufen Zahlen, die sind jetzt aber für das, was wir vorhaben, gerade nicht von Belang. Ich wollte es euch nur mal gezeigt haben. Für uns sind die Constructible Objects interessant. Und zwar haben wir hier Receive Armor und wenn man ein bisschen weiter runter geht, Receive Food, Ingot, Juwelier, Weapon und dann Temper Armor. Da geht es dann auch wieder klassifiziert, Food, bla bla, blub, nee, Food jetzt nicht, Food kann man nicht verbessern. Und ja, ich zeige euch jetzt mal das Rezept. Das hier, das ist das, was ich schon erledigt habe. Das schaut dann so aus. Mal kurz anklicken. Dauert einen Moment. Schaut so aus. Da sind die Sachen definiert und jetzt zeige ich euch, wie man das macht. Ich nehme jetzt einfach ein ähnliches Objekt her. Eins, das möglichst ähnlich ist. Das wäre jetzt zum Beispiel der Lederkürass. Den tue ich doppelklicken. Dann nenne ich dieses Rezept um. Mordsit Kürass, meinetwegen, oder ja, ich weiß nicht, ob der mit deutschen Sonderzeichen klarkommt, verzichtet am besten drauf, gar keine Experimente eingeben. So, dann seht ihr, hier ist der Lederstreifen schon angelegt, 3 und 4. Und wenn ihr jetzt da noch das Bienenwachs einfügen wollt, geht ihr also hier rein, ins Weiße rein, rechtsklicken, neu, dann hier Workbench Keyword und Crafting Smith, es wird also an der Schmiede hergestellt und hier Object, da sucht er jetzt das Bienenwachs aus der Liste raus, das ist Beewax oder so ähnlich, das ist eine sehr lange Liste oder was immer ihr wollt, ihr könntet da jetzt auch noch eine zweite Sorte Erz hernehmen, zum Beispiel, was weiß ich, Gold, keine Ahnung, ist ja wurscht. Wir suchen nach dem Bienenwachs, da kann man sich tot suchen, da sind so viele Sachen drin. Na, wo ist es denn? Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Ist alphabetisch sortiert zum Glück. Bee. Bee Hiverhusk. Warte mal, eins runter noch. Bee Honeycomb. Das Ding brauchen wir, genau. So, und wenn wir es jetzt ganz gut machen wollen, dann klicken wir die Dinger hier doppelt und geben hier, ja, Name Honigwabe. Das hat er jetzt schon übernommen. Das habe ich ihm schon mal gelernt. Und hier Name Lederstreifen. Das habe ich ihm auch schon mal beigebracht. Das hat er sich zum Glück gemerkt. Und hier Leder, dann erscheint das später auch auf Deutsch, wenn ich mich, ja, ich glaube, das ist so. Ich habe das jetzt gar nicht anders ausprobiert, ich habe es gleich einfach so gemacht, Name Leder und gut, und es ist auf Deutsch. Ich gehe davon aus, dass das dann praktisch, ihr könntet dann alternativen Text eingeben. Äh, Den Rest lasse ich so, wie es ist. Value 1 lasse ich, die anderen Lederstreifen 3, 4 lasse ich unverändert, so wie es im ursprünglichen Kyras-Rezept war. Und ich könnte jetzt, wenn ich wollte, könnte ich hier noch New eingeben und dann könnte ich ihm hier sagen, äh, er soll da, jetzt weiß ich das Codewort nicht, am besten ist, ich zeige euch das bei einem Rezept, wo das angelegt ist, weiß ich jetzt nicht auswendig, aber das steht dann normalerweise da drin, ich zeige euch das gleich, jetzt klicken wir hier erstmal auf OK, erstmal alles überprüfen, ob alles passt. 1, 3, 4. Das werden wir dann im Spiel erst sehen, ob das hier ist die Mengen an Rohstoffen, die da irgendwie verbraucht werden. Das könnt ihr dann im Spiel checken und dann eventuell die Menge hier nochmal anpassen. Ich klicke jetzt hier auf OK, Create a New Form, Yes. Und dann ist das auch schon erledigt. Wir haben jetzt also den, warte mal, ich habe jetzt eins vergessen. Eins habe ich vergessen. Na, was ist denn jetzt los? Stopp. Und zwar muss ich ihm ja hier noch sagen, was das werden soll.
Da gehe ich dann runter bis X. Na, wo ist es denn? X. Das soll also das Kürass werden. Das muss ich hier, das ist ganz wichtig, sonst ist das Teil falsch angelegt. Und jetzt passt die Sache. Genau. Und wir haben jetzt noch Stiefel. Die lege ich jetzt auch gleich an. Da läuft es im Grunde genauso. Ich nehme ähnliche Stiefel. Ich orientiere mich an den Lederstiefeln. Mord, Sit, Boot. Mord, Sit, hoppala, Tippfehler. Mord, Sit, Boot. Boots. Dann, bevor ich es wieder vergesse, Created Objects. Runterscrollen. XY, ein bisschen rauf. Hier die Boots. Dann überprüfen, ob mir das alles passt. Nein, passt nicht. Ich brauche noch das Bienenwachs dazu. So. Na. Oh Gott. Bee Honeycomb. So. Schauen, ob das jetzt Deutsch ist. Ja, passt. Honigwabe. Gut. Die Mengen lasse ich unverändert und wenn ich hier nichts anderes angebe, dann geht er davon aus, dass ich das machen kann, auch ohne dass ich Skillpunkte in Schmieden gesetzt habe. Das kann ich also von Anfang an herstellen. Und Mordsit, gut, richtig geschrieben alles. Okay. So, jetzt zeige ich euch mal ganz kurz zwischendurch Orkish, genau, da kann ich euch das zeigen. Bei den orkischen Handschuhen. Da ändere ich jetzt nichts dran, ich zeige euch nur die Werte. Da könnt ihr hier S, Perk und Perk Orkish Smith und dann so wie es hier steht, könntet ihr das definieren und dann könnt ihr das Teil nur herstellen, wenn ihr in orkische Schmiedekunst einen Skillpunkt gesetzt habt. Das war das, was ich euch vorhin jetzt noch nicht auswendig zeigen könnte. Da orientiert ihr euch einfach an Rezepten, die schon sehr ähnlich angelegt sind und dann passt das. So, nächstes Problem. Sie sind jetzt zwar herstellbar, aber noch nicht verbesserbar. Wir brauchen jetzt halt, ich brauche noch dieses Add-on. Da habe ich jetzt nichts Ähnliches. Was wäre denn? Am besten orientiere ich mich da mal an dem Helm, an dem Lederhelm. Das ist kein Helm, aber ich nehme einfach jetzt das Rezept vom Lederhelm her und mache daraus ein Modsit Add-on draus. Das sind zusätzliche Verzierungen, die bezeichnet der Modder halt in dem Fall als Add-on. Mordsit Add-on. So. Dann suche ich das Mordsit Add-on wieder da raus. Das hier, das lasse ich jetzt mal so, das neu. Bienengedöns. Boah. Bis du da mal zum B kommst. Na? B Honeycomb. So. Mengen lasse ich so, wie es ist. Diese Verzierungen sind ja nur eine Kleinigkeit. Da werde ich jetzt die Menge an Rohstoffen nicht in die Höhe treiben. Das passt mir so. Add-on, Sit ist gelegt. B Honeycomb. Jawohl. Ist in Ordnung. So. Create a new form. So. Dann muss ich jetzt zusätzlich zu den Rezepten noch die Temper-Dinger da anlegen. Das habe ich hier zum Beispiel Temper Armor. Wo ist es denn? Mod Set Gauntlets. Mit denen habe ich das schon gemacht. Das schaut so aus, wenn es fertig ist. So, zum Verbessern soll das nur Leder verwenden. Ich könnte sagen, zum Polieren der Rüstung noch einmal Bienenwachs, aber man kann es auch übertreiben. Ich habe jetzt einfach definiert, nur Leder verwenden. Wenn ihr das mit dem Bienenwachs unbedingt haben wollt, ich zeige es euch, also oder irgendwie ähnlich, dann fügt ihr das so ein wie vorhin, sucht euch das Bienenwachs heraus oder ihr könnt auch Bier verwenden, völlig wurscht. Ja, also ich will es jetzt nicht haben, mir passt das so, dass der nur Leder verwendet und nur eins. Und dann müsste ich das natürlich umbenennen.
Und da orientiere ich mich jetzt wieder an ähnlichen Sachen. Wir haben ja hier wieder den Lederkürass, den tue ich doppelklicken und den ändere ich einfach ab. Damit habe ich einfach die wenigste Arbeit und brauche mir nicht mit Werten befassen, die überhaupt nicht relevant sind für das. Also Mord, Sit, Kürass. Dann muss ich den hier noch raussuchen. Das ist jetzt wieder das Ding mit den vielen Xen dran, also die eigentliche sagen wir mal, wie? Die eigentliche Rüstungsdatei. Da, der Kürass. Also nicht irgendwie versuchen auf das, was wir zuerst angelegt haben, auf die Form, auf das Rezept Receipt zuzugreifen, sondern XX-Mod Kürass hier gleich und dann seht ihr hier unten die Werte, die dafür nötig sind. Die übernehme ich einfach. Da mache ich mir die wenigste Arbeit, brauche mir nicht damit befassen, was das alles zu bedeuten hat. Die übernehme ich. Das passt mir bei der Lederrüstung, also passt das jetzt hier auch. Und ja, dann sage ich okay und Create New Form und dann haben wir das schon erledigt. Dasselbe mache ich jetzt dann mit den Stiefeln. Namen ändern. Mord, Sit, Boots. Armerleder Boots, Boots. Achso, ja, da unten wieder irgendwo. Boots. Wenn ich hier nichts ändern will, dann lasse ich das so. Ich könnte jetzt hier auch wieder Bienenwachs oder so hinzufügen. Tue ich nicht. Ich könnte auch Leder durch Bienenwachs austauschen. Dann wird halt die Rüstung, wenn man sie aufwertet, gewachst und nicht mit Leder gedingst. Das ist genauso logisch wie mit Leder irgendwie rumtun. Das passt mir so. Da mache ich nichts weiter. Und okay. Dann haben wir noch das Add-on zu tun. Da haben wir uns am Helm orientiert. Das mache ich hier dann wieder. Doppelklicken, editieren also. Leder, dann hier Mord Sit Add-on. Das Teil raussuchen. Ups. Weiter runter. Mord Sit Add-on. So. Die Werte übernehme ich wieder, es sei denn, ich will was ändern. Okay. Create a Form. Und dann muss ich noch auf Speichern gehen, sonst tut er das nicht übernehmen. Und jetzt schauen wir uns das mal im Spiel an, ob ich das alles richtig gemacht habe. So, bevor ich jetzt zeige, ob es funktioniert hat oder nicht, eine Warnung. Seid vorsichtig, was ihr mit diesem Creation Kit macht. Irgendwelche unbedarften Werte verändern. Ihr könnt euch das Spiel ziemlich kaputt schießen. Deswegen auch mein Rat, vorhandene Modelle abzuändern, anstatt komplett neue Modelle einzumachen, wenn es nicht sein muss. Oder wenn ihr nicht ganz genau sicher seid, dass ihr wisst, was ihr tut. Ich bin direkt hinter euch. Ja, Modelle verwenden, die das schon in ähnlicher Weise angelegt haben, dann könnt ihr nicht so viel kaputt schießen, weil ihr nicht so viele Werte ändern müsst. So, jetzt gucken wir mal, ob es funktioniert hat. Ich habe inzwischen auch Honigwaben besorgt. Das war gar nicht so einfach, bis ich die 4. Honigmanne beieinander hat. Eine halbe Stunde lang habe ich gesucht nach der 4. So, und jetzt schauen wir mal, ob hier alles in Ordnung ist. Eigentlich müssten jetzt alle 4 Teile drin sein. Das Add-on, das Armor, Boots und Gloves und ja, heißt Honigwabe. Das heißt, habe ich das jetzt Bienenwabe genannt im Editor oder Honigwabe? Weiß ich jetzt auch nicht mal. Auf jeden Fall hier stimmt's, Honigwabe ist richtig. Und dann stellen wir das Teil mal her. Sit Armor, die Stiefel und das hier. So, hat alles funktioniert bis jetzt. Bin wohl zufrieden. Dann ziehen wir das Teil mal an. Dass das auch funktioniert, um sicher zu gehen, dass ich die überhaupt anziehen kann. Also ausführlich testen das Ganze. Am besten vorher einen Spielstand abspeichern, bei dem die Änderung noch nicht drin ist und
immer Sicherheitsspeicher, Spielstände und immer zuschauen, dass ihr in der Lage seid, den alten Zustand wiederherzustellen. So, dann rüsten wir den mal von 24 auf 28 auf. Jawohl, auch das macht er. Von 49 auf 57, von 20 auf 24 und ja, passt. Hat alles funktioniert wie vorgesehen. Ich bin hier in der Ebenherzsiedlung, das ist auch eine Mod, die alle Händler an einen Platz in der Nähe von Flusswald, Ebentalsiedlung heißt es, in der Nähe von Flusswald bringt. Da habe ich alle Händler vor Ort und auch alle Ausbilder so ziemlich. Ich wüsste jetzt nicht, dass da ein Ausbilder fehlt, vielleicht einer oder zwei, keine Ahnung, aber ansonsten habe ich alles hier. Seht euch nur gründlich um. Und hier haben wir auch einen Verzauberertisch. Gebt mir einfach Bescheid. Ich habe noch einiges im Lager. Dann probieren wir es mal tatsächlich aus. Mordsit Armor. Also dieses Add-on, das sind wirklich nur die Verzierungen. Versuchen wir mal die zu verzaubern. Und zwar mit Veränderung. Und einem winzigen Seelenstein. Ich habe noch keine anderen. Ich bin gerade Level 14 oder sowas. Hier. So, dann Veränderungszauber kosten 1% weniger Magika. Naja. Schauen wir mal, ob das geklappt hat, ob er das anstandslos gemacht hat. Aber das wäre vorher offenbar schon gegangen. Mordsit, Gloves hochwertig. Genau, Veränderungszauber kosten 1% weniger Magika. Jo, gut, hat funktioniert. Dieser merkwürdige Gürtel, wo kommt denn der her? Das ist von der anderen Rüstung, so stimmt's jetzt. Ich versuche nochmal die Rüstung bei Licht zu zeigen. Gut. So, ihr wisst jetzt, wie es funktioniert mit anderen Rüstungen, bei denen ihr feststellt, dass der Modder vergessen hat, die herstellbar und verbesserbar zu machen. Geht das ähnlich? Ihr müsst halt herausfinden, wie die Teile heißen, so wie ich es euch gezeigt habe. Und ja, ansonsten immer Vorsicht walten lassen. Ich hoffe, dass mein Tutorial euch weitergeholfen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ja,